Der Titel Venus Miles kommt eigentlich von einer Kurzgeschichte von James Graham Ballard, wo er schreibt über eine Künstlerin, die eine Klangskulptur baut aus Metall, die aber wahnsinnig groß ist und dann leider eingeschmolzen werden muss, weil die Bewohner der Stadt das stört, weil die auch 'n wahnsinnig krassen Klang hat. Und die ist ein bisschen wie eine Pflanze, die wächst und wird immer größer. Und wenn sie dann eingeschmolzen ist, infiziert sie alle anderen Metalle und Baumaterialien, sodass am Ende alle Gebäude, die gebaut werden, anfangen zu klingen und die ganze Welt tanzt und klingt. Meine Skulpturen sind eigentlich dafür gedacht, dass sie angefasst werden und sind alle im Hinblick darauf gemacht, dass die Leute, entdecken können, genauso wie ich halt versuche zu entdecken und zu erforschen. Also, es soll eigentlich dazu herausfordern, dass man halt geht und das anfasst und dass man das hört, wie das klingt, dass es intuitiv 'n Feedback gibt, sodass am Ende jemand, der keine Ahnung hat, wie man Geige spielt zum Beispiel, trotzdem aber den Bogen in die Hand nehmen kann und einen Ton spielen kann und Musik entdecken kann, der sich sonst niemals trauen würde, zum Beispiel Geige zu spielen oder eins von den klassischen Instrumenten in die Hand zu nehmen. Also, bevor ich so 'ne große Skulptur baue, mache ich ganz viele Tests und kleine Modelle davon und prinzipiell beginne ich immer mit dem Test von einem Element, dass ich da einfach versuche, den Hauptresonanzton herauszufinden. Und so teste ich jedes Element durch und, auch in den Zwischenstadien, wenn die verbunden sind, wie die dann, verbunden klingen, sodass am Ende das alles auf einem Resonanzton und dessen Obertönen harmonisch zusammenklingen kann. So ein Venus-Miles-Instrument besteht immer aus 2 groben Teilen, möchte ich sagen. Einmal die Tensegrity-Struktur, Tension and Integrity, daraus kommt das Wort. Das heißt, wir haben einmal die Röhren, die aufgespannt sind aus Saiten, die aufgesetzt sind auf eine resonante Basis. Das ist dann einmal dieser Stahlkörper, für den ich ganz viele Klangtests gemacht habe. Und das wird dann verbunden mit Verbindungselementen, die auch klanggetestet sind, die 'n ganz spezielles Design haben, sodass die Saiten gut da reingefasst werden können, dass es auch gestimmt werden kann. Und ja, ich habe versucht, alle Elemente auf einen Resonanzton zu bringen. Das heißt, als die Box dann fertig war, habe ich meinen ha Hauptresonanzton gefunden und daraufhin habe ich dann die Röhren von der Länge her darauf angepasst. Und die Position der Verbindungselemente ändert auch noch mal die Tonhöhe. Und genau, so ist es quasi ein eintonales Instrument geworden, was aber auf ganz vielen Obertönen mitschwingt und harmonisch in sich selbst ist.